Wir müssen mal über Schönheit sprechen. Auf der einen Seite von Schönheit ist so ein Verlobungsring zum Beispiel. Der hat einen gewissen Zweck, aber soll vor allem natürlich schön sein. Auf der anderen Seite des Spektrums ist ein Rasenmäher. Davon erwartet niemand, dass er schön ist. Dieses Teil hier, das ist irgendwo dazwischen, aber das ist im Wesentlichen eine echte Maschine. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und ich teste für euch das brandneue Riso & Müller D-Lite 5 mit der Pinion MGU als S-Pedelec. Bevor wir starten, ein Transparenzhinweis. Ich habe dieses Bike von Riso & Müller ausgeliehen bekommen und sie unterstützen die Produktionskosten dieses Videos. Sie haben mir allerdings nicht gesagt, was ich irgendwie wie sagen soll. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine eigenen und sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind komplett herstellerneutral. Und damit starten wir mal rein. Riso & Müller ist im Wesentlichen bekannt geworden für seine Falträder, die Birdies, in den letzten Jahren aber auch ganz stark durch ein großes Portfolio hochwertiger E-Bikes. Und wir hatten davon ja schon einige auf diesem Kanal. Was ihr aber vielleicht noch nicht wisst, Markus Riese und Heiko Müller sind große Fans von schnellen Pedelecs und Befürworter dieses Prinzips. Und somit gibt es so gut wie jedes Pedelec von Riso & Müller auch als S-Pedelec. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal das Riso & Müller Load als HS-Version, als High-Speed-Version da und das war eine besondere Erfahrung. Aber dieses Bike hier, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Bike haltet. Es wird aber auch noch ein weiteres Video zu diesem Fahrrad kommen, wo es eine Hauptrolle spielen wird. Das könnte euch auch interessieren, deswegen abonniert am besten jetzt mal den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, damit ihr dieses Video dann auch nicht verpasst. In diesem Video geht es aber um das Rad an sich und das spaltet die Geister. Die einen schätzen die brachiale Optik des D-Lite 5 und die ziemlich außergewöhnliche Farbe. Die anderen schreiben wütende Kommentare unter YouTube-Videos. Was aber unbestritten ist, das ist eine Weiterentwicklung der Riso & Müller Designsprache. Wir haben ziemlich große, glatte Flächen hier, ein ins Unterrohr integrierter Akku dort, eine trapezförmige Hinterbauschwinge und dann der frei hängende Gepäckträger, zu dem wir gleich noch kommen. Und dann dieser schwarze Kasten hier in der Mitte. Der sticht natürlich ganz besonders ins Auge, der hat aber auch ein paar praktische Besonderheiten. Das Riso & Müller D-Lite ist im Grunde das Ur-SUV-E-Bike. Es ist für lange Fahrradtouren entwickelt worden, fürs Waldpendeln und auch für die ein oder andere technische Passage. Und möglich macht das die Vollfederung, die Riso & Müller Control Technology nennt, die aber eigentlich Comfort Technology heißen sollte, je nachdem, was man mit diesem Fahrrad vorhat. Auf jeden Fall kommt beim D-Lite 5 alles davon aus dem oberen Regal. Wir haben eine Fox Luftfedergabel, die in vielen Parametern verstellbar ist und auch ein Fox Luftfederbein, das hier hinten, und das ist neu, komplett versteckt ist. Es ist ein bisschen so versteckt wie Kinder Verstecken spielen. Also immer noch so ein bisschen sichtbar, aber man sieht auf den ersten Blick nicht, dass es sich hier um ein vollgefedertes Fahrrad handelt. An alle Kontroll- und Einstellelemente kommt man aber trotzdem gut ran. Es handelt sich auch nach wie vor um ein Einlenkersystem. Das heißt, wir haben hier einen Drehpunkt, um den sich das Hinterrad dann dreht, wenn es eben einfedert. Und der zweite Zweck dieses Kastens ist, das hier zu umrahmen. Die Pinion Motor Gearbox Unit.
Da werden vielleicht einige sagen, Ja, Moment, das wäre auch schöner gegangen. und damit hättet ihr grundsätzlich recht, wenn es hier nicht noch eine Besonderheit gäbe. Denn dieses Rad wurde auf der Eurobike 2024 nicht nur mit der Pinion MGU gezeigt, sondern auch mit dem Bosch-System. Und Riso Müller verbaut damit zum allerersten Mal 2 verschiedene Motorensysteme in ein und demselben Rahmen. Und damit es hier nicht so nach Kraut und Rüben aussieht, kommt halt eine Verkleidung drüber. So wie bei dir in der Garage. Da machst du ja auch immer das Tor zu, oder? Aber kommen wir mal zurück zur Pinion MGU. Das ist auf jeden Fall ein echtes Wunderwerk der Technik. Und wie es sich fährt, das sehen wir später mal. Auf jeden Fall ist in diesem Gehäuse hier sowohl ein kräftiger Elektromotor als auch eine 12-fach-Schaltung. Hier hinten ist keine Narbe. Also hier ist schon eine Narbe, aber keine Schaltungsnarbe und auch keine Kettenschaltung. Wir sprechen hier bei diesem System über 160 Newtonmeter Drehmoment hier am Hinterrad, 800 Watt Leistung und eine 600% Bandbreite der Schaltung. Das Projekt schlug 2023 ziemlich hohe Wellen und nun sind die ersten Serienräder schon einige Monate unterwegs und sagen wir mal so, das System ist ultra krass. Die Bedienung des Ganzen geht dabei aber recht flockig von der Hand. Wir haben hier eine große Bedieneinheit, hier oben ist der Anschalter und dann startet das System auch verhältnismäßig zügig, muss man sagen. Mit diesen Plus- und Minustasten wird dann zwischen den Unterstützungsstufen hinterher geschaltet, derer gibt es 4 und aus und mit diesem Button kann dann durch das Menü geschaltet werden bis hin zu den Einstellungen. Und dann ist hier auch noch ein proprietärer Fernlichtknopf. Das ist ziemlich cool, um die Supernova-Lampe in den Fernlichtmodus zu schalten. Das große Zentraldisplay, das ist hoch aufgelöst, das ist schön hell und natürlich auch schön bunt. Es gibt auch eine recht umfangreiche App, mit der sich verschiedene Dinge einstellen lassen und wo man auch Touren planen kann. Wenn euch dieses System mal genauer interessiert oder ein Video darüber, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, weil das ist, glaube ich, ein System, das ziemlich interessant sein dürfte, auch für andere E-Bikes in der Zukunft. Hier auf der rechten Seite sieht man dann den gut gemachten Trigger der Pinion MGU-Schaltung und hier auf der linken Seite die Hupe, denn die ist bei einem S-Pedelec natürlich notwendig. Genauso wie dieser Kennzeichenhalter hier. Das Delight 5 gibt es in 3 verschiedenen Rahmengrößen und in 2 Farben. Und in der anderen der beiden Farben dürfte der schwarze Kasten hier unten auch nicht so sehr auffallen. Und wenn ihr gerne ein SUV-E-Bike mit tiefem Einstieg hättet, dann könnt ihr das im Grunde fast baugleiche Hommage wählen, das dann hier oben einfach nur kein Oberrohr hat. Und falls ihr euch fragt, warum hier dieser Hebel ist, normalerweise wird das Delight mit einer Vario-Stütze ausgeliefert. Das hier ist jetzt allerdings die mittlere der 3 Rahmengrößen, die für mich eigentlich zu klein ist. Deswegen mussten wir eine längere normale Stütze hier einbauen. Aber auch so kann ich sehr gut darauf fahren. Im Vergleich zu den Vorgängerversionen wurde auch an der Praktikabilität ordentlich geschraubt. Ein Frontgepäckträger oder Flaschenhalter lässt sich hier weiterhin konfigurieren oder auch nachträglich dran bauen. Und nun können Menschen bis zu 120 Kilogramm hier Platz nehmen. Und das ist alles in Bezug auch auf die insgesamt erhöhte Gesamtgewichtangabe von 160 Kilogramm. Und auch beim Gepäckträger hier hinten hat sich einiges getan, denn der ist nun deutlich stärker, ist bis 27 Kilogramm freigegeben und hat hier oben eine MIG-HD-Schnittstelle, also gemeinsam mit diesen Gummistrapsen hier, die auch typisch Riso und Müller sind. Und auf dieser MIG-HD-Schnittstelle lassen sich nun also Körbe und auch Kindersitze dran befestigen und mitnehmen. Letztere dann natürlich eher an der normalen Pedelec-Version. Und rechts und links lassen sich natürlich ebenfalls klassische Packtaschen dann befestigen für den schnellen Weg ins Büro. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie schnell. Und natürlich haben wir das Rad hier an diese Stelle geschoben, deswegen schieben wir es auch wieder raus. Beladen ist das ganze Rad jetzt mit all meinen Filmsachen, die ich jetzt eben gerade dabei hatte. Und wenn ich drauf sitze, dann sind wir noch nicht ganz bei den 160 Kilo, aber nicht allzu weit entfernt. Also erstmal eine kleine Runde ohne Unterstützung und für zusätzliche Sicherheit schalten wir nochmal den Helm an. Und auch ohne Unterstützung fährt es sich ziemlich gut, also ziemlich entspannt. Die Schaltung schaltet jetzt so ein bisschen hin und her und passt sich sehr gut an die Trittfrequenz an. Und das gibt natürlich schon mal Aufschluss auch auf die normale Pedelec-Version, wie die so ist. Aber jetzt schalten wir gleich mal den Motor an und gucken, wie es beschleunigt. Und wir sind in der höchsten Unterstützungsstufe, Fly, und lassen den Motor, die MGU, entscheiden, in welchem Gang wir sein wollen. Und los geht's. 27, 28, 30,
und 45 km/h. Was jetzt zuerst auffällt, die Beschleunigung ist durch das komplette Geschwindigkeitsband von 0 bis 45 ziemlich gleich. Viele S-Pedelecs haben ja das Problem, dass es ab 35 oder so zäh wird. Hier überhaupt nicht. Das zieht immer noch richtig gut durch bis 45 km/h und ich kann jetzt auch super auf dieser Geschwindigkeit von 45 km/h bleiben. Zumindest hier, wenn es flach ist. Wenn es bergauf geht, das wollen wir erstmal sehen, am Jerusalemsberg, denn das ist auch eine für Autos freigegebene Straße. Da fahren wir natürlich auch hoch. Genau, Leistung und Kadenz können wir sehen. Mal sehen, wie schnell wir werden. 30 km/h, 200 Watt. Jetzt ein bisschen weniger Kadenz, als ich gewohnt bin. Wieder 200 Watt. 25, 24 km/h. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Watt. Jetzt schaltet er automatisch runter. Also hier bei dieser Steigung, bei der ich mit Lastenrädern normalerweise so auf 17, 18 km/h komme, war ich hier bei 23 minimal. Ich hätte da auch gut mit 35, 40 km/h hochfahren können, wenn ich mehr Eigenleistung gebracht hätte. Aber das zeigt sich schon, wie gut die Pinion MGU ist, auch im Pedelec dann nachher. Und wieder durchbeschleunigen. Die Gangwechsel, man merkt, wann da in den verschiedenen Planetengetrieben durchgerührt wird. Aber dadurch, dass das alles in einem System ist, kriegt das... Achso, hier darf ich nur 30 fahren, ne? Guck mal. Siehst du? Dadurch, dass das jetzt natürlich alles in einem System ist, bekommt die Pinion MGU das hin, die Kraft so weit rauszunehmen, dass Gangwechsel immer gelingen. Auch im Automatikmodus. Und er wählt die Gänge auch sehr gut im Automatikmodus aus. Ich könnte natürlich selber manuell schalten, aber warum sollte ich, wenn die Automatik so gut funktioniert? Und auch jetzt merkt man, beim langsamer werden schaltet die Schaltung schon runter und nicht erst, wenn man komplett steht. Ja, und dann legt er richtig los, wenn man erstmal in die Pedale reintritt. Und was man sagen muss, der Sound ist echt kernig. Der verändert sich auch, je nachdem, in welchem Gang man sich befindet. Ganz in den unteren Gängen ist er ziemlich laut und mechanisch. In den oberen Gängen wird er zunehmend elektrisch. Wir können jetzt natürlich nicht die übliche Strecke nehmen, die ich normalerweise fahre. Aber in dem, was ich jetzt in den letzten Wochen erlebt habe und in den Fahrten, die ich schon mit dem Rad gemacht habe, dass es einfach sehr komfortabel ist und auch bei schnell gefahrenen Kurven sich super verhält, also super einfach. Ich fahre jetzt hier mal links rein. Und wenn man das Rad in die Kurve legt, dann ist das eine sehr sportliche Angelegenheit. Also die Sitzposition, die ist natürlich gerade jetzt bei dieser etwas zu kleinen Rahmengröße für mich ziemlich sportlich, was ich aber sehr gut finde. Also ich mag das. Und das Rad lenkt willig ein. Man kann es richtig gut in die Kurve schmeißen. Und das liegt auf der einen Seite natürlich an diesen dicken Reifen von Schwalbe, als auch an dem sehr guten Fahrwerk. Und was ich auch gut finde, dass sich Geschwindigkeiten leicht halten lassen. Ich fahre jetzt hier in eine 30-Zone rein, muss dann halt 30 fahren. 30, 31 km/h, kein Problem. Der Motor leistet da echt gute und feinfühlige Arbeit. So, wir sind jetzt hier im Automatikmodus, schalten in den kleinsten Gang. Also da sind noch 3 oder 4 Gänge sogar. Also da habe ich bei 12, 13 km/h eine Trittfrequenz von über 100. Und das sollte natürlich auch für die allerstärksten Steigungen reichen. Also die automatischen Gangwechsel der Pinion MGU, die gefallen mir wirklich sehr gut. Das ist meines Erachtens die beste automatische Schaltung, die ich im Fahrradbereich bisher erlebt habe. Was bei einem S-Pedelec auch gar nicht irrelevant ist. Also bei einem normalen Fahrrad mag man sich denken, warum brauche ich Automatik? Bei einem S-Pedelec, wenn man sich sowieso noch auf ganz viele andere Dinge konzentrieren muss, ergibt das schon Sinn. Wir wollen jetzt aber gleich mal sehen, wie dieses Rad auf Kopfsteinpflaster ist und wie komfortabel es wirklich ist. Ja, erstmal fällt auf, es ist sehr leise. Da klappert nichts, wenn man irgendwo drüber fährt. Den Motor hört man jetzt natürlich 27, 28 km/h. Natürlich sind ein paar Vibrationen spürbar, aber das rollt wirklich sehr gut überall rüber. Ziemlich entspannt tatsächlich, also definitiv tourentauglich, auch wenn es über unebeneres Terrain geht, wenn ihr die normale Light-Version habt und eine lange Fahrradtour plant, dann ist das wirklich richtig gut, richtig komfortabel. Hier durch solche Kanten, durch solche Schlaglöcher
rollt das die Light richtig entspannt durch. Ach, ich kann ja gar nicht meinen Bremstest aus 45 km/h machen, da wo ich ihn immer mache. Deswegen machen wir mal den Bremstest aus 30 km/h und wir bremsen an dem zweiten Strich und ja, das war jetzt ein verhältnismäßig langer Bremsweg. Natürlich, es handelt sich hier um ein normales Pedelec, aber die Bremsen, und das habe ich jetzt auch im Alltag gemerkt, die sind zuverlässig. Die haben auch aus 45 km/h genug Power. Ein ABS wäre bei diesem Fahrrad und je nachdem, wenn man das ganze Jahr zum Beispiel fährt, aber schon eine sinnvolle Ergänzung. So, jetzt haben wir mal in den kompletten manuellen Modus geschaltet. Mal sehen, wie es jetzt da läuft. 5. Gang. Auch beim manuellen Schalten gelingen die Schaltvorgänge wirklich nahtlos. Ja, jetzt hier mit relativ viel Power. 390 Watt hier kurz mal im 10. Gang. 40 km/h. Starker Gegenwind, muss man auch sagen. Und da ist er dann bei 42, 43 km/h oder bei 45 km/h auch im 12. Gang. Also da wird dann auch die 600% Bandbreite vollkommen ausgenutzt. Die Schaltvorgänge gelingen sehr schnell. Man kann viele Gänge hintereinander schalten. Der Druckpunkt ist klasse. Es gibt so ein bisschen Hebelweg, sodass man auch weiß, okay, der Gang sitzt. Viele Gänge hintereinander lassen sich auch schalten, indem man mehrmals auf den Knopf drückt. Dann erinnert er sich, wie oft gedrückt wurde und dann schaltet er in den entsprechenden Gang. Also ziemlich schlau auch das Ganze. Heißt ja auch Smart Shift, ne? Und was auch cool ist, durch diesen SUV-Charakter des Bikes kann man auch bei starker Seitenneigung noch weiter treten und aus der Kurve auch raus beschleunigen, dank des recht hohen Tretlagers. Und deswegen hat Riso Müller normalerweise halt auch eine Vario-Stütze verbaut, damit man hier einfacher auch an der Ampel stehen kann. Das ist jetzt für mich ein bisschen schwieriger. Was für ein Bike, was für eine Erfahrung. Es ist wahnsinnig schnell. Es hat eine entsprechende Geräuschkulisse, die ich persönlich echt feiere. Aber mal sehen, was jetzt Tillmann aus der Zukunft nach ein paar Wochen der Nutzung dazu zu sagen hat. Einige Wochen sind jetzt ins Land gegangen, in denen ich das Riso Müller D-Lite 5 wirklich ausgiebig testen und fahren konnte. Und eine Sache ist sehr auffällig gewesen. Ich habe es sehr viel lieber und öfter verwendet als das Riso Müller Load, das ich vor einigen Jahren hatte. Woran das liegt, darauf werde ich gleich eingehen, weil wir werden gleich mal so 3 Punkte uns ansehen, die mir nicht so gut gefallen haben, 3 Punkte aber, die dieses Rad richtig gut machen. Und wie immer findet ihr eine komplette Bewertung anhand der Radelbande Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung. Starten wir aber mal mit dem ersten verbesserungswürdigen Punkt, die Akkugröße. Denn mit 800 Wattstunden, das reicht für ein normales Pedelec für wirklich große Tagestouren. Bei einem S-Pedelec ist in meinem Fahrprofil, also verhältnismäßig flach, zweithöchster Unterstützungsmodus und versuchen immer 45 zu fahren, ist er so nach 35 bis 40 Kilometern leer. Der zweite Punkt betrifft die Sicherheitsausstattung. Mit Fernlicht und Bremslicht ist es natürlich komplett STVZO-konform ausgestattet. Ich würde mir aber tatsächlich bei so einem S-Pedelec eine Blinkeranlage wünschen und ich würde mir auch ein ABS wünschen bei so einem Bike, wie das schon manche S-Pedelec-Hersteller teils standardmäßig anbieten. Das Pinion-System unterstützt das noch nicht. Das ist, glaube ich, ein sinnvolles Feature und eine sinnvolle Ergänzung für die Zukunft. Und der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist vielleicht so ein bisschen streitbar, aber der betrifft die Geometrie. Denn das Rad hat eine ziemlich progressive Geometrie, also ein verhältnismäßig steiles Sitzrohr, ein verhältnismäßig flaches Steuerrohr, aber auch ein verhältnismäßig hohes Tretlager. Und das macht es gerade beim langsamen Fahren ab und zu so ein bisschen kippelig und gerade wenn man eben keine Möglichkeit einer Vario-Stütze hat, muss man sich an der Ampel ganz schön strecken, um mit dem Rad sicher stehen zu können. Aber Riso Müller hat das halt so ausgelegt, dass du wirklich zu keiner Zeit irgendwie mit dem Pedal auf den Boden kommen kannst, selbst wenn du voll eingefedert bist. Ist natürlich ein Sicherheitsaspekt. Für mich persönlich wäre es etwas angenehmer, wenn das Tretlager etwas niedriger wäre. Dann wäre das Gefühl noch ein bisschen stärker da, wirklich in dem Fahrrad zu sitzen. Allerdings, ich habe es ja eben gesagt, ich bin dieses Fahrrad sehr gerne und sehr oft gefahren in den letzten Wochen und das liegt im Wesentlichen an den folgenden 3 Punkten. Der erste Punkt ist diese Power der Pinion MGU.
damit habe ich mich zu keinem Zeitpunkt untermotorisiert gefühlt. Wo man mit so einem anderen Mittelmotor S-Pedelec so zwischen 35 und 38 km/h unterwegs ist, ist es hier wirklich möglich, im Flachen mit 45 km/h in der Stadt unterwegs zu sein, sodass auch die Autofahrenden nicht irgendwie nervös hinter einem sitzen und einen unbedingt überholen wollen, sondern von Ampel zu Ampel ist man tendenziell genauso schnell wie die Autos und man kann auch super mitschwimmen. Der zweite Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist der Komfort von diesem Fahrrad. Und ich glaube, dass das in meiner Rahmengröße sogar noch mal ein bisschen besser wäre. Du setzt dich drauf, es sackt so ein bisschen ein, es fühlt sich so ein bisschen tatsächlich wie ein Motorrad, wie ein Motorroller an und dann legst du einfach los. Und Bodenwellen, Kantsteine etc. sind für dieses Bike überhaupt kein Problem. Und du kannst halt auch, dadurch, dass es sich auch agiler anfühlt, als es vielleicht aussieht, kann man es auch super irgendwie durch die Kurve zirkeln, kann man leicht lupfen, um über Kantsteine rüberzukommen. Und diese Vollfederung, die gleicht wirklich wahnsinnig viel aus. Du kannst damit über Kopfsteinpflaster schnell fahren, du kannst damit über Schotter schnell fahren, falls du eine freigegebene Schotterstrecke bei dir in der Gegend hast, wo du mit dem Auto rüberfahren kannst. Das ist wirklich unfassbar komfortabel, das Teil. Und der dritte Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist, dass das Delight das nächste Bike ist, bei dem Riso und Müller eine ganz klare Europastrategie verfolgt. Also der Rahmen wird in Portugal hergestellt, hat einen hohen Recyclinganteil. Die nutzen da neue Fertigungsmethoden, um halt auch den Müll in der Produktion weitestgehend zu vermeiden. Und das Riso Müller Delight ist trotz seiner opulenten Form und des opulenten Auftritts tatsächlich um einiges nachhaltiger als einige andere E-Bike-Produkte, die da draußen so rumfahren. Ist jetzt natürlich die Frage, für wen ist das Delight 5 und auch gerade in der S-Pedelec-Version am besten geeignet? Wenn ihr ein SUV-E-Bike sucht, das wirklich quasi überall hochkommt, eine hohe Belastungskapazität hat, gut verarbeitet ist, sehr komfortabel ist und auch viele praktische kleine Details hat, wie auch zum Beispiel diesen USB-C-Anschluss hier oben am Lenker, dann ist das Delight 5 das richtige Bike für euch. Als S-Pedelec krankt es so ein bisschen unter den 800 Wattstunden, die den Aktionsradius etwas verkleinern. Also wenn ihr nicht auf der Arbeit zum Beispiel laden könnt, dann sind so Arbeitsstrecken, einfache Pendelstrecken von 15 bis 20 Kilometer realistisch. Wenn ihr natürlich dann auch an eurem Arbeitsplatz laden könnt, dann ist das Gute, dass es hier ein sehr schnelles Ladegerät gibt mit 4 Ampere Ladeleistung und 48 Volt. Also das drückt echt viel Strom innerhalb relativ kurzer Zeit da in den Akku rein. Und dann ist das aber das richtige S-Pedelec für euch, wenn ihr ein Bike haben wollt, das wirklich auch über längere Strecken 45 fahren kann und ihr gerade diesen Aspekt der Vollfederung schätzt. Das macht für mich wirklich einen Unterschied aus, sich draufzusetzen und diesen Komfort zu haben, auch schnell über alles rüberfahren zu können und nicht das Gefühl zu haben, dass man zu irgendeiner Zeit zu schnell ist mit 45 km/h. Also dieses Bike ist wirklich so ausgelegt, dass diese 45 km/h sich auch langfristig gut anfühlen. Ja, das ist jetzt so mein Eindruck zum Riso Müller Delight 5 und ich freue mich auf die nächsten Wochen, denn ich werde dieses Rad noch weiter behalten und es kommt noch ein weiteres Video, wo dieses Rad eine Hauptrolle spielen wird. Ja, sagt mal, was ihr von dem Riso Müller Delight 5 haltet. Gefällt es euch optisch oder gefällt es euch nicht? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Was haltet ihr von der Pinion MGU? Das würde mich mal interessieren, auch ob ihr selber schon mal so ein Bike mit einer Pinion MGU gefahren seid und wie es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.